Servus zurück oder Servus, falls du neu auf dem Kanal bist. Falls du mit den Italienern für Mittwoch anfangen möchtest bei Flames of War, dann ist das hier das genau richtige Video für dich. Denn heute möchte ich mal darüber sprechen, wie du diese Armee anfangen kannst bei Flames of War. Das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, die es gibt, und natürlich soll auch hier gleich gesagt werden, es ist nicht ganz so einfach, an alles oder an vieles ranzukommen aktuell, aber das hier soll mal ein Einstiegspunkt sein. Ich werde hier insgesamt über 3 Dinge reden, beziehungsweise gewissermaßen 3 Produkte, mit denen ihr eben anfangen könnt, und werde im weiteren Verlauf in einem späteren Video auch darauf eingehen, wie ich spezifisch das Ganze genutzt habe, um meine eigenen Italiener aufzubauen. Aber ich hätte gesagt, lasst uns gleich mal anfangen mit dem ersten Punkt, beziehungsweise dem ersten Produkt. Und zwar, das ist natürlich etwas, um an die Regeln ranzukommen für die Italiener. Da würde ich euch empfehlen, das Nordafrika Mid-War Forces Compilation Buch, das ich hier in der Hand halte, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach das Beste. Ihr bekommt hier alles, was ihr braucht, um die Italiener zu spielen, für Nordafrika sämtliche Regeln, und habt aber auch gleich alles andere dabei, Deutsche, Briten und Amerikaner, alles dabei in diesem einen Buch für einen sehr guten Preis. Da zahlt es sich fast nicht aus, sich das Avanti-Buch zu kaufen, das de facto das gleiche beinhaltet, vielleicht ein bisschen abgespeckt, denn vom Preis-Leistungs-Verhältnis kommt ihr hier einfach am besten weg, und ich würde es deswegen auch mir holen und damit anfangen, eben schon mal, um an die Regeln zu kommen, und als Einstiegspunkt einfach deswegen, um sich einfach mal mit den Regeln auseinanderzusetzen und vielleicht gar nicht die ersten Miniaturen gleich zu holen, dann ist ja eigentlich mal hier nur relevant, sich in die Regeln einlesen zu können. Dann willst du natürlich klarerweise auch Figuren haben. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Beides sind jetzt Starter-Sets, die ich hier vorstellen werde, und ich würde mir tatsächlich auch beides holen. Anfangen würde ich mit dem Tobruk-Set wahrscheinlich. Hier habt ihr eben drinnen einerseits die Italiener, die wir eben spielen wollen, und zum anderen auch noch die Briten, ein paar Modelle. Wenn ihr euch das Ganze auf der Hinterseite hier anschaut, seht ihr auch einen Überblick, was ihr hier alles bekommt. Ist jetzt nicht übermäßig viel, aber wenn wir sagen, wir haben hier insgesamt quasi 10 Panzer für die Italiener, dazu werde ich dann auch noch etwas sagen, später hier im Video, denn hier steht ein M1441 als HQ, 4 M1441 Tank Platoon, also 4 Tanks in einem Platoon und 5 Semovente, und dazu noch 2 88 mm Guns. Ist eigentlich eine ganz gute Starterbox, die ihr hier brauchen könnt, weil viel mehr Panzermöglichkeiten habt ihr dann sonst eh nicht. Alles andere müsst ihr euch in kleinerem Rahmen kaufen. Da reicht dann meistens eine Platoon-Box wie diese Momente Long. Die könnt ihr eh nicht so viele spielen. Und daher eignet sich das eben auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut, um hier einzusteigen. Und eben, was hier noch interessant ist, es ist eben ein komplettes Starter-Set. Ihr bekommt eben einerseits die Italiener, andererseits die Briten in einer kleineren Zusammenstellung. Eben wie gesagt, in dem Fall haben wir hier 10 Panzer bei den Italienern und 2 Guns. Das ist nicht sonderlich viel, reicht natürlich nicht für eine komplette Armee, aber für den Anfang mal, um die ersten Figuren auch zusammenzubauen, vor allem wenn du vielleicht noch nie Flames of War 15 mm Figuren oder etwas ähnliches gebaut hast, aber eben mal einsteigen möchtest, hier ganz gut geeignet. Und was hierbei eben auch noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist eben die Thematik des Regelbuchs. Das kommt nämlich in dieser Tobruk Starterbox, die ich gerade gezeigt habe, auch noch mit. Also auch hier habt ihr ein vollwertiges Regelbuch, also das gedruckte Regelbuch im A4-Format, glaube ich, müsste das sein, ist das komplett identische, das ihr hier bekommt, nur hier eben ein kleines Format im Softcover, aber der Inhalt ist komplett identisch, Seitenanzahl alles gleich, und ihr findet auch alles auf derselben Seite, egal in welchem der beiden Bücher. Es macht daher auch keinen wirklichen Sinn,
sich das große Buch einzeln zu kaufen, außer ihr wollt es unbedingt fürs Regal haben. Ansonsten in der Tobruk Starterbox habt ihr eben auch ein komplettes Regelbuch mit dabei. Jetzt haben wir also unser Regelbuch und auch die ersten Figuren. Jetzt macht es natürlich Sinn, weiter auszubauen, oder wir wollen natürlich weiter ausbauen. Und hier kommt jetzt das nächste Set ins Spiel. Das könnt ihr euch nach der Tobruk Box holen oder eben auch als erstes. Aber wie schon gesagt, ich würde mir grundsätzlich immer beide holen, beziehungsweise ihr seht es hier ich habe beide Boxen da, weil ich einfach finde, dass sie Sinn machen, wenn man die Italiener spielen möchte, weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis passt und dementsprechend auch hier die zweite Box, die Avanti Starter Box, spezifisch für die Italiener. Da seht ihr schon, habt ihr eine ganze Menge Inhalt dabei. Und was auch hier interessant ist, ihr habt hier wieder die 10 Panzer, so wie wir sie vorher hatten, auch dazu die 88 mm Guns, sind hier wieder 4 Stück dabei, viel zu viele, als was man braucht. Ihr werdet es dann auch sehen bei meiner Liste in einem der nächsten Videos, da habe ich bei weitem nicht so viel dabei. Dann habt ihr noch 4 47 mm Guns dabei und 4 Haubitzen, also eine ganze Menge, was wir hier bekommen. In dieser Box für einen eigentlich ganz guten Preis, weil die kosten jetzt um die 100 Euro, meistens so um die 90 Euro, 80 Euro im Einzelhandel, und dafür bekommt ihr das Ganze. Und hier in dieser Box sind 75 Punkte drinnen. Also nur ein bisschen was erweitern, beziehungsweise den Inhalt aus der Tobruk-Box noch ein bisschen dazu, und ihr könnt hier schon eine vernünftige Armee aufbauen. Natürlich fehlt uns hier noch Infanterie und auch vielleicht ein paar andere Dinge, die wir auf alle Fälle brauchen könnten, wie zum Beispiel ein bisschen stärkere Feuerkraft, denn sowohl die M1441 als auch die Semomente sind mit Anti-Tank 6 bzw. 8 jetzt nicht unbedingt das Beste, aber dafür gibt es zum Beispiel die Semomente Long, die könnt ihr euch einzeln kaufen, das sind aktuell auch leider Resin- und Metallbausätze, aber davon braucht man eigentlich meistens nur einen Platoon, könnt ihr euch dann später extra dazu holen, die kommen dann, ich glaube jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Anti-Tank 10 daher, und das reicht dann schon mal auch für den Anfang, um ein bisschen stärkere Feuerkraft dazu zu bekommen. Und was ihr hier dann auch schon gesehen habt, auf der Rückseite wieder, auch hier ist ein Regelbuch dabei. Also wenn ihr euch beide Boxen holt, sowohl diese Box wie auch die Tobruk Box, habt ihr schon 2 Regelbücher, und damit könnt ihr das Ganze auch zum Beispiel teilen. Ihr könnt jetzt die Briten, falls ihr sie überhaupt nicht braucht, an jemanden abgeben, den das Spiel vielleicht interessiert, der sich das Ganze mal ansehen möchte, und könnt ihm gleich auch noch ein Regelbuch dann dazugeben. Also auch das alles in allem in diese Richtung schon mal ganz und gar interessante Überlegung. Und wie gesagt, in dieser Box, erstens einmal, was ich noch zeigen will, hier ist alles Plastik drinnen, ist dementsprechend auch so in der Tobruk Box, also auch hier keine Metallfiguren. Ihr habt das Regelbuch dabei, ihr habt auch die Karten dabei für die Einheiten, also die Einheitenkarten, und dann noch die Tobruk-Box dazu, und damit lässt sich das Ganze schon ganz gut aufbauen, denn so habt ihr schon mal insgesamt 20 Panzer, und diese könnt ihr schon mal so zusammenbauen, dass ihr 2 Formationen, also dass ihr 2 Tank Formations spielen könnt, was schon mal ein sehr guter Start ist, und dann müsst ihr eben nur noch erweitern im weiteren Verlauf, um zum Beispiel diese Momente Long, wenn ihr die haben möchtet, oder zum Beispiel auch Infanterie, die ist natürlich jetzt aktuell von Battlefront sehr schwer zu bekommen, könnt ihr euch aber auf alle Fälle auch irgendwie über 3D-Druck holen, da gibt es eigentlich genug Angebot. Ich habe Gott sei Dank schon alles in diese Richtung da, oder das meiste, sodass ich hier nichts drucken lassen muss, aber auch das ist eine Möglichkeit, um eben an Infanterie ranzukommen, und ich werde mir das Ganze mal anschauen und euch demnächst vielleicht sagen, wie man oder was ihr da alles finden könnt im Internet an 3D-Druckmaterial für die Italiener in 15 mm für WW2. Das soll es mal so gewesen sein mit dem ersten Einstieg, wie ihr die Italiener bei Flames of War anfangen könntet. Wie gesagt, ist nur eine von vielen Möglichkeiten, aber aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses dieser Boxen finde ich diesen Einstieg gut. Vor allem, wenn ihr noch nichts mit dem Hobby zu tun hattet,
bekommt ihr hier schon mal Kunststoffbausätze und müsst euch nicht irgendwie mit Metall- und Resinfiguren oder Miniaturen, Infanterie herumschlagen, sondern habt hier schon mal alles Plastik, macht den Einstieg eventuell auch wieder um ein bisschen was leichter. Und preislich ist das Ganze auch in Ordnung. Wie schon gesagt, das Compilation-Buch ist eigentlich ganz gut im Vergleich eben zum reinen Avanti-Buch für die Italiener. Und hier habt ihr gleich 4 Fraktionen drinnen und kostet nur ein bisschen mehr, ich glaube nicht mal doppelt so viel, dafür alles gleich drinnen. Und eben diese Starterboxen hier, wie gesagt, um die 100 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche, und 80 bzw. 90 Euro in diesem Dreh herum bekommt die Box im Einzelhandel und die Doppelbox kostet irgendwo bei, ich glaube, 50, 60 Euro, teilweise vielleicht auch ein bisschen günstiger. Und ihr habt es eh gesehen, was ihr dort alles an Material bekommt. Und ihr könnt schon mal legale Listen aufstellen und es müsste sich sogar eben ausgehen, dass ihr auf diese Art und Weise bereits 100 Punkte aufs Spielfeld bekommt, aber dann in dem Fall halt leider nur Panzer und Artillerie bzw. eben Gun-Teams. Ansonsten, ich werde euch hier jetzt noch ein Thema zeigen, was ich meinte vorhin, was ganz interessant ist bei den Panzern. Eine Sache noch kurz, bevor ich jetzt hier von den Produkten, von den Boxen zur Figur übergehe, die ich euch zeigen möchte. Falls ihr diese Sachen kaufen wollt, danach sucht, hier könnt ihr zum Beispiel bei S-Games vorbeischauen. Ich werde einen Link dazu in die Videobeschreibung packen. Der Shop bietet sehr vieles an, was Flames of War betrifft. Könnt ihr euch gerne anschauen, was die so alles aktuell lagernd haben. Ist jetzt in keiner Weise gesponsert, aber ich hole auch meine Sachen, wenn es um Flames of War geht und auch vieles andere zum Thema Tabletop, bei Ihnen im Shop. Für mich ist es natürlich etwas convenient, weil es natürlich in Österreich ist. Ansonsten, was ich euch zeigen wollte, ist hier eben so ein M1441. Und zwar aus dem Grund, das ist eine gebaute Variante, wie sie hier in der Box oder in den Boxen zu finden ist. Und ihr könnt aber diese Turret runternehmen. Also ich habe es jetzt nicht angeklebt. Das könnt ihr grundsätzlich machen. Spricht nichts dagegen. Ist auch an und für sich so angedacht. Aber ihr könnt das auch einfach nur draufsetzen und das Ganze dann eben wieder runternehmen. Der Vorteil dabei ist folgender. Ihr könnt nämlich, wie gesagt, das abnehmen und dieser Unterbau ist eben komplett identisch, sowohl für den M1441 wie auch für den Semovente. Und ihr habt im Gussrahmen pro Panzer alles dabei, um beides bauen zu können. Das heißt, wenn ihr beide Sachen zusammenbaut, habt ihr auch die Möglichkeit, jederzeit zu wechseln und beide Varianten spielen zu können. Somit habt ihr theoretisch mit den insgesamt 20 Panzern mit beiden Sets sowohl die Möglichkeit, 20 Semovente bauen zu können, als auch 20 M1441. Das gibt euch auch ein bisschen mehr eben Flexibilität, wenn es darum geht, die Armee dann später einmal ein bisschen umzubauen und ein bisschen was anderes zu versuchen. Auch das vielleicht ganz interessant zu wissen für den einen oder anderen von euch. Ansonsten, ich habe auch noch andere Videos zu Flames of War auf dem Kanal, werde ich hier jetzt verlinken. Dann kannst du dir das ein nächstes Video ansehen zu diesem Thema oder eben ansonsten noch das aktuelle Video, das zum Schluss hier online gekommen ist auf dem Kanal, um up to date zu bleiben, was hier so alles passiert auf dem Kanal.